sind K-Pop Demon Hunters, ruft mich an. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es nicht glauben. Der echte Gino ruft wirklich bei uns an. Lass uns sofort abheben. Ich will wissen, was er zu sagen hat. Hört gut zu! Mira und Zoe werden gerade von dem hungrigen Wurmmonster verfolgt. Und sie sind in Gefahr. Was, Gino? Mira und Zoe werden von dem hungrigen Wurm gerade gefolgt und gejagt? Ja, und ihr müsst die zwei retten. Das hungrige Wurmmonster kann sich nur an 2 Seen in eurer Nähe befinden. Startet eure Drohne und rettet Zoe und Mira. Okay, Gino, das machen wir. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao. Ihr habt Gino gehört. Wir müssen jetzt unbedingt Mira und Zoe retten. Sonst schafft es der hungrige Wurm, sie zu fressen. Wir haben doch hier ein Messer. Damit können wir den hungrigen Wurm aufhalten. Das Messer ist doch viel zu klein. Wir haben hier eine Kette. Damit können wir den hungrigen Wurm fesseln. Die Kette bringt doch auch nichts. Aber wir haben hier eine Drohne. Damit können wir den hungrigen Wurm überwachen. Das ist eine sehr gute Idee. Und wenn du möchtest, dass wir Zoe und Mira retten, dann lass jetzt ein Like da. Worauf wartest du? Ab sofort musst du jetzt ein Like da lassen. Dann können wir die Drohne sofort starten. Wenn du jetzt kein Like da lässt, dann wird Mira und Zoe etwas Schlimmes passieren. Das heißt, du bist schuld. Und dann zerbricht die K-Pop Demon Hunters für immer. Lass uns jetzt die Drohne starten und den hungrigen Wurmmonster stoppen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen uns beeilen. Gino hat uns am Telefon gesagt, dass wir zu diesem See fliegen sollen. Und hoffentlich können wir hier Mira und Zoe vor dem hungrigen Wurm retten. Ihr habt ja gehört, was Gino gesagt hat. Mira und Zoe werden von dem Wurm verfolgt. Oh nein, da ist Mira und Zoe und sie rennen weg. Als würde der hungrige Wurm ihnen folgen. Freunde, wir bleiben mit unserer Drohne an ihm dran und schauen, was sie machen. Weil wir werden Mira und Zoe jetzt auch mit der Drohne verfolgen. Wo sind die hin? Die sind so schnell, dass sie sich versteckt haben. Aber da ist der See. Ich weiß auch nicht, wo sie hingerannt sind. Ihr habt es gesehen. Mit eurem Like könnt ihr Zoe und Mira retten. Und da ist der Weg und genau links daneben ist der See. Ich fliege jetzt den Weg ab, aber die sind richtig schnell gerannt. Ich kann es gar nicht glauben. Das heißt aber, der hungrige Wurm muss auch in der Nähe sein. Sonst würden sie ja nicht so rennen. Ihr wisst, wie der hungrige Wurm aussieht. Über 2 Natürlich, weil er Mira und Zoe gesehen hat. Das bedeutet, der hungrige Wurm ist jetzt auf der Verfolgungsjagd. Gut, dass wir die Drohne gestartet haben und auf Gino gehört haben. Ich bin gespannt, Leute. Wer gewinnt? Zoe oder Mira oder der hungrige Wurm? Auf jeden Fall lasst ihr alle mal ein Like da für Mira und Zoe, weil sie es beide schaffen werden. Ich fliege jetzt mal mit euch auf das andere. Oh nein, das ist Mira und Zoe und sie schwimmen um ihr Leben. Ihr seht es, beide sind im Wasser und schwimmen. Warum schwimmen die so schnell? Weil der hungrige Wurmmonster sie verfolgt. Denkst du, der hungrige Wurm ist im Wasser drin? Ich glaube, ja, Leute, ihr haltet die Augen offen. Wir fliegen weiter. Wir haben Zoe und Mira gefunden, aber der hungrige Wurm... Oh nein, da ist der hungrige Wurm! Das ist eine richtige Verfolgungsjagd. Das bedeutet, der hungrige Wurm verfolgt jetzt Zoe und Mira. Und ich hätte niemals gedacht, dass der hungrige Wurm schwimmen kann. Ich habe da eine Idee. Gino hat uns am Anfang des Videos am Telefon gesagt, dass sich das hungrige Wurmmonster an 2 Orten befindet. Das bedeutet, wir haben sie am ersten See gesehen. Wir müssen jetzt zum zweiten See fliegen. Denn wir vermuten, dass Mira und Zoe dorthin gelaufen sind, um sich zu verstecken. Aber wenn dort sie sind, dann ist auch der hungrige Wurm dort. Wir müssen sofort mit euch zusammen jetzt den zweiten See abfliegen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt sofort die Drohne starten. Wir sind jetzt hier beim zweiten See. Das ist unsere letzte Chance, Zoe und Mira zu retten. Und wir wollen doch Gino nicht enttäuschen. Wir müssen unbedingt für Gino, Mira und Zoe retten. Wir wissen auf jeden Fall, dass das hungrige Wurmmonster Zoe und Mira verfolgt hat beim ersten See. Und jetzt sind wir beim zweiten See. Hoffentlich passiert da nichts Schlimmes. Ihr haltet die Augen offen. Wir fliegen den ganzen See mit euch zusammen ab und hoffentlich... Oh nein, da ist der hungrige Wurm im Wasser. Und schwimmt nach Zoe und Mira. Dieser Wurm sieht so ekelhaft aus, aber der ist auch so groß. Aber krass, dass dieser hungrige Wurmmonster auch schwimmen kann. Ja, ist doch logisch. Er kann in die Erde reingehen, aber er kann auch ins Wasser reingehen. Das wusste ich nicht. Habt ihr das gewusst, dass er schwimmen kann? Aber so groß wie der Wurm ist, müsste ja der Wurm eigentlich so groß sein wie der See. Das Gute ist, das hungrige Wurmmonster sucht noch Zoe und Mira. Das bedeutet im Umkehrschluss, er hat sie noch nicht gefunden. Wäre ich Mira oder Zoe, würde ich mich genau da verstecken vor dem hungrigen Wurm. Das würde ich auch machen. Deswegen fliegen wir mit euch zusammen jetzt hier rein. Vielleicht finden wir sie ja da. Das ist eine echt gute Idee. Jetzt haltet alle mal die Augen offen und lasst ein Like da. Um Mira und Zoe zu retten. Nur so können wir es schaffen, Leute. Zusammen schaffen wir das zu 100%. Wow! Oh nein! Schaut es euch an! Da ist Mira und da ist Zoe. Und sie verstecken sich im See
Seegras. Du hast recht, die verstecken sich. Und vor wem verstecken sie sich? Aber das ist ein sehr, sehr gutes Versteck. Das hungrige Seemonster hat sie noch nicht entdeckt. Aber was passiert, wenn der hungrige Wurm dieses Versteck findet und damit bedeutet, Zoe und Mira aufgegessen wird? Wir fliegen weiter. Der hungrige Wurm befindet sich irgendwo hier in diesem Wasser oder an Land. Ich weiß es nicht. Wenn der hungrige Wurm kommt, kann er unsere Drohne essen. Aber das Wichtigste ist, wir wissen ganz genau, wo Zoe und Mira sich verstecken. In dem Seegras hinten, Leute. Und da fliegen wir jetzt wieder zurück. Wir suchen jetzt... Zoe und Mira werden gerade aufgegessen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Leute, was machen wir denn jetzt? Wir werden uns am hungrigen Wurm rächen, weil er Mira und Zoe gefressen hat. Und wenn wir den hungrigen Wurmmonster gefunden haben, dann werden wir Mira und Zoe aus dem Bauch von dem hungrigen Wurmmonster retten und befreien. Aber wie sollen wir das machen? Lasst uns doch mit der Drohne zu dem Parkplatz fliegen. Bei diesem Parkplatz wurde Rumi von dem hungrigen Wurmmonster schon aufgegessen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen uns beeilen. Und ihr lasst jetzt doch mal fleißig ein Like, denn nur mit eurem Like können wir heute in diesem Video Rumi und Mira und Zoe retten. Dann können wir Rache schwören am hungrigen Wurm. Wir sind jetzt als erstes direkt zum Parkplatz geflogen. Hoffentlich finden wir hier den hungrigen Wurm. Ihr könnt den Parkplatz sehen. Da sind überhaupt keine Autos. Der ist komplett leer. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Normalerweise sind auf Parkplätzen immer... Oh nein, was ist das denn? Das ist gerade Blippi. War das wirklich Blippi? Ihr kennt doch alle Blippi. Wenn ihr Blippi kennt, dann schreibt jetzt mal B in die Kommentare. Einfach ein B. Und lasst ein Like da. War das wirklich Blippi? Ja, der hungrige Wurm hat gerade wirklich den echten Blippi aufgegessen. Der hungrige Wurm war so hungrig, dass er sogar Blippi aufgegessen hat. Was ist, wenn der hungrige Wurm jetzt auch noch Mira, Rumi, Zoe und noch Gino aufessen wird? Aber das Gute ist, die Karte hatte recht. Der hungrige Wurm, wo ist er? Beim Parkplatz. Wir fliegen weiter, Leute. Er kann ja nicht schon abgehauen sein. Vielleicht ist er auf die Straße gegangen und fährt weg. Wir müssen jetzt unbedingt wissen, wo er hin ist mit Blippi. Und ihr schreibt weiterhin B in die Kommentare. Einfach nur ein Buchstabe B. Ganz einfach, für Blippi. Ach, guck mal, hier ist der hungrige Wurm. Hey, wohin geht der? Der fährt die Straße entlang. Der haut ja einfach ab. Er hat einfach Blippi gegessen und haut jetzt ab. Fährt er zu einem anderen Ort auf der Karte. Das kann natürlich sein, deshalb müssen wir jetzt sofort zur Karte. Wir waren gerade hier bei dem Parkplatz. Unsere Karte hatte recht und der hungrige Wurm hat den ganzen Parkplatz zerstört. Sollen wir jetzt zur Fabrik fliegen oder zum Bahnhof? Wir müssen den hungrigen Wurm aufhalten, bevor er die Orte komplett zerstört. Lasst uns zum Bahnhof fliegen, dann können wir wenigstens noch den Zug retten. Wir können auch jetzt zum Flughafen fliegen und das Flugzeug retten, bevor der hungrige Wurm das Flugzeug kaputt macht. Und die Polizei können wir auch nicht mehr rufen, weil die ganze Polizeistation kaputt ist. Wir fliegen mit euch jetzt direkt zum Bahnhof. Ihr seht, wie knapp das ist. Der ist kurz davor, den Zug aufzuessen. Wir kommen genau rechtzeitig. Hier ist der Zug und er fährt von dem hungrigen Wurm davon. Das bedeutet aber, dass der hungrige Wurm hier ganz in der Nähe sein muss. Leute, zum Glück habt ihr ein Like auf dieses Video gelassen. Wir konnten den Zug noch vor dem hungrigen Wurm retten. Er hat nur den ganzen Bahnhof aufgegessen. Der Zug hat überlebt. Und ihr seht es, hier vorne steht kein Haus mehr. Hier ist einfach ein freies Grundstück und hier war der Bahnhof drauf. Und da hat der hungrige Wurm zugeschlagen und den ganzen Bahnhof aufgegessen. Wir fliegen jetzt einfach näher. Schau mal, was mit dem Boden passiert. Da öffnet sich ein Loch. Da war der Bahnhof. Weißt du, was das bedeutet, wenn so ein großes Loch im Boden ist? Der hungrige Wurm befindet sich genau unter uns. Wir können mit der Drohne leider nicht in das Loch fliegen. Wir fliegen aber zu dem Parkplatz. Wir haben ja gerade schon mal bei einem Parkplatz einen hungrigen Wurm gesehen. Weil wenn das Loch da ist, muss der hungrige Wurm auch in der Nähe sein. Aber schaut dir das mal an, Freunde. Ihr könnt es erkennen. Hier sind noch ganz viele Leute und ganz viele Autos. Das heißt, da war der hungrige Wurm noch gar nicht. Er hat nur den ganzen Bahnhof aufgegessen. Okay, wir fliegen weiter. Wir haben jetzt gerade den hungrigen Wurm gesehen, wie er in der Erde ist und ein Loch macht. Und das Loch war so groß. Wie groß ist dieser Wurm? Vergesst es nicht. Schreibt immer noch einmal B in die Kommentare. Den Buchstabe B für Blippi. Deshalb lasst ein Like da für Blippi. Und schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen jetzt mal die Gleise entlang. Das ist eine sehr gute Idee, weil genau da war der Zug und der hungrige Wurm. Und wir haben den Zug retten können, aber leider ist der ganze Bahnhof weg. Denkst du vielleicht, dieser hungrige Wurm befindet sich irgendwo bei den Gleisen? Das schauen wir jetzt sofort mit euch nach. Wir fliegen jetzt die ganzen Gleise ab. Vielleicht haben wir eine Chance. Vielleicht finden wir den hungrigen Wurm. Das Gute ist, da ist der hungrige Wurm. Der schreibt auf uns zu. Pass auf, das wird richtig knapp wegen unserer Drohne. Leute, man könnte sehen, der hungrige Wurm wollte unsere Drohne gerade angreifen. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht, der ist abgehauen. Die Gleise sind auf einmal leer. Vielleicht ist er hier auf das Grundstück von der Bahn gelaufen. Das kann natürlich sein, da ist auch überhaupt niemand. Ich fliege da mal zusammen mit euch hin. Wir haben jetzt zweimal den hungrigen Wurm. Das ist auf uns. Er ist wieder unter uns. Er ist abgetaucht. Der war gerade auf den Gleisen und es ist ganz
er wieder in die Erde reingegangen. Letztes Mal ist er doch auch in die Erde reingegangen und dann ist er woanders hingefahren. Vielleicht müssen wir auf der Karte nachgucken, wo er jetzt hingeht. Ja, dann auf zur Karte! Dank eurer Hilfe konnten wir einen hungrigen Wurm aufhalten, den ganzen Zug aufzuessen. Dann lass uns jetzt mit unserer Drohne direkt zur Fabrik fliegen, um sie zu retten. Ihr könnt es sehen, da ist die Fabrik, aber sie wurde schon angegriffen. Das heißt, wir kommen gerade rechtzeitig. Wir müssen jetzt nach dem hungrigen Wurm suchen, bevor er diese Fabrik komplett zerstört. Aber man sieht, dass die Fabrik komplett verlassen ist. Da ist überhaupt niemand mehr. Und dieser Ventilator dreht sich auch nicht mehr. Ich hab's euch doch gesagt, unsere Karte hat recht. Das heißt, der hungrige Wurm muss sich hier irgendwo befinden, ganz in der Nähe von der Fabrik. Wir fliegen weiter und ihr schreibt so lange den Buchstaben B in die Kommentare für Blippi. Ein Herz für Blippi und natürlich aber auch für Rumi. Wir müssen dir dankbar sein. Danke, Rumi. Wegen dir machen wir das Ganze eigentlich auch. Oh nein, da ist der hungrige Wurm. Rechts nach links, was sollen wir denn jetzt machen? Natürlich mit unserer Drohne hinterher fliegen. Ihr habt gesehen, wie groß der Wurm ist. Der ist fast so groß wie das Gebäude. Das kann ich mir immer noch nicht glauben, dass der Wurm so riesig ist. Wo ist er hingelaufen? Ist er hier rechts lang gelaufen? Wir können ihn doch nicht übersehen, wenn er so groß ist. Du hast recht, der ist hier nicht lang gelaufen. Der ist wahrscheinlich hier vorne in das Gebäude rein. Das kann natürlich sein. Ein Fabrikgebäude ist ein sehr großes Gebäude. Da kann auch ein ganzer Wurm rein. Oder der Wurm ist wieder unter die Erde gegangen, weil er hungrig ist. Das ist doch ein ganzes Versteckspiel immer, wenn er in die Erde runtergeht. Ich fliege mit euch jetzt hier vorne rein. Wir gucken mal in das Gebäude. Weil ihr seht, die Tür ist so groß, da kann ein Wurm rein. Aber hier ist niemand. Ich sehe nichts. Ich sehe nur irgendwelche Geräte. Ist kein hungriger Wurm da drin? Nein, hier ist kein hungriger Wurm da drin. Wenn ihr einen hungrigen Wurm seht, dann lasst es uns gerne mit einem Like wissen. Aber dann wissen wir, okay, in dieser Fabrikhalle ist er nicht. Wir fliegen jetzt mal ein Stück weiter. Ich fliege einfach geradeaus. Wir folgen jetzt dieser Straße. Er kann ja nicht weit weg sein. Natürlich, wir werden der Straße folgen. Irgendwo da ist er aber zu 100%. Aber auch hier, ich sehe keine Schleimspur. Letztes Mal hat der Wurm eine Schleimspur hinter sich hergezogen. Man muss aber dazu auch sagen, dass das Fabrikgelände sehr groß ist. Da gibt es für einen großen Wurm auch große Verstecke. Wir fliegen einfach weiter und halt die Augen auf. Oh nein, da ist wieder ein riesiges Loch im Boden. Das bedeutet, der Wurm ist gerade unter uns, aber wir können mit der Drohne nicht in den Boden fliegen. Aber das heißt, dass da sein Eingang oder Ausgang ist. Okay, wir fliegen einfach mal ein bisschen höher. Vielleicht finden wir einen weiteren Eingang, ein weiteres großes Loch. Oder der hungrige Wurm ist gerade eben aus dem Loch gekommen. Rumi ruft uns gerade an. Rumi ruft uns an. Was sollen wir denn jetzt machen? Du musst unbedingt rangehen. Vielleicht ist Rumi in Gefahr. Der hungrige Wurm hat mich gerade aufgegessen. Und jetzt bin ich in seinem Bauch gefangen. Bitte startet eure Drohne und rettet mich aus dem Bauch von dem hungrigen Wurm. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Sie wurde von dem hungrigen Wurm aufgegessen. Ich kann das gar nicht glauben. Wieso passiert es, Rumi? Lass uns doch sofort auf den Überwachungskameraaufnahmen nachschauen. Und vielleicht sehen wir dann, was mit ihr passiert ist. Worauf warten wir? Da ist der hungrige Wurm. Da ist Rumi und sie bemerkt den Wurm nicht. Rumi wurde aufgegessen von dem hungrigen Wurm. Und wo geht der hungrige Wurm jetzt hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Rumi aufgegessen. Er geht einfach in den Boden rein und ist weg. Das Signal ist weg. Warum ist unser Signal jetzt weg? Du hast doch Rumi gehört. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort mit der Drohne dahin fliegen. Am Anfang des Videos hat Rumi uns angerufen und gesagt, sie wurde von dem hungrigen Wurm gegessen. Jetzt wissen wir auch wieso. Und der Wurm ist unter die Erde gegangen. Wir können jetzt mit der Drohne exakt dahin fliegen. Ihr habt gesehen, wo dieser Ort ist. Das ist ein Parkplatz und Rumi möchte, dass wir mit dieser Drohne jetzt sie retten gehen. Und ihr lasst alle ein Like dafür, Rumi. Mit eurer Hilfe schaffen wir es, Rumi zu retten. Bitte abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos und teilt das Video mit euren Freunden. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen jetzt sofort die Drohne starten. Wir sind jetzt direkt auf dem Weg zu dem Ort, wo der hungrige Wurm Rumi aufgegessen hat. Hoffentlich kommen wir nicht so spät und wir können zusammen mit euch Rumi retten. Ihr seht hier unten diesen großen Parkplatz, wo kein Auto parkt. Hier wurde Rumi aufgegessen. Das ist exakt die Stelle, die wir bei unserer Überwachungskamera gesehen haben. Leute, lasst ein Like da. Wir fliegen jetzt hin. Hoffentlich können wir Rumi retten und hoffentlich finden. Schau mal, was mit dem Boden passiert. Ihr seht es, der hungrige Wurm ist unter der Erde. Das bedeutet, wir sind exakt an der richtigen Stelle. Wir sind richtig mit der Drohne hingeflogen. Da, wo der Wurm lang gelaufen oder gefahren ist die Erde explodiert. Und in diesem hungrigen Wurm ist Rumi drin. Okay, wir sind schon mal richtig und wir sind noch nicht zu spät. Wir haben immer noch eine Chance, Rumi retten. Nur die Frage ist, wo geht der hungrige Wurm unter der Erde hin? Ich weiß es nicht. Wir fliegen das ganze Gelände ab. Zum Glück haben wir euch. Schaltet nicht ab und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Schluss. Weil wir brauchen eure Unterstützung. Nur mit euch zusammen können wir Rumi retten. Schau mal, hier unten ist ein roter Container. Was ist, wenn es da ein Eingang ist?
Das ist eine gute Idee. Geht's da vielleicht unter die Erde zum hungrigen Wurm? Leider nicht, das sind nur Müllsäcke. Das ist einfach eine Müllablage. Aber du weißt doch, der hungrige Wurm isst alles, auch Müll. Wir müssen auf jeden Fall weiterfliegen. Wir haben Rumi gefunden und Rumi befindet sich im Magen, im Bauch vom hungrigen Wurm. Rumi hat ganz... Oh nein, da ist er! Der Wurm, der sieht nicht, er läuft die Straße entlang. Wie sieht der ekelhaft aus? Der Schleim, habt ihr das gesehen, Freunde? Aber der sah auch sehr, sehr groß aus. Leute, läuft ein Wurm überhaupt oder kriecht ein Wurm? Was macht ein Wurm Er eigentlich? kriecht doch irgendwie über die Straße. Wir haben es ja gesehen. Ein bisschen ist er gekrochen. Und ihr erkennt den hungrigen Wurm immer an diesem großen Kopf mit diesen zwei verschiedenen großen Augen. Und so einen großen Mund, er konnte Rumi einfach essen. Klingelt an der Haustür, wer ist das? Wir müssen nachschauen. Wir dürfen die Tür nicht öffnen. Was ist, wenn es der hungrige Wurm ist? Aber was ist, wenn es Rumi ist? Wir müssen die Tür öffnen. Ihr hört es ja, irgendeine Person oder ein Wurm klingelt hier wie verrückt an unserer Haustür. Auf zur Tür. Da ist ja eine Box. Von dem hungrigen Wurm, ihr könnt es erkennen, hier ist der hungrige Wurm drauf. Wer hat denn die Box jetzt vor unsere Tür gelegt? Ich weiß es nicht, aber die ist extrem schwer. Was sollen wir denn damit jetzt machen? Wir müssen sie natürlich öffnen, weil sie vom hungrigen Wurm ist. Lasst jetzt ein Like da und abonniert den Kanal, dann werden wir die jetzt mit euch öffnen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Box wirklich öffnen sollen. Schau mal, wie böse der Wurm aussieht. Er hat zwei verschiedene große Augen, aber wieso stellt sonst jemand diese hungrige Wurmbox vor unsere Haustür? Eigentlich müssten wir sie öffnen für euch, mit euch zusammen. Deshalb lasst ein Like und wir werden diese Box jetzt sofort öffnen. Okay. Oh, was ist das denn? Da sind Würmer drin. Und da ist Erde drin. Schaut es euch an, hier sind echte Würmer drin. Was machen denn die Würmer in der Box drin? Ich weiß es nicht, aber es gibt natürlich Sinn. Das ist ein hungriger Wurm. Die sind alle hungrig, die Würmer. Wahrscheinlich ist es seine Familie. Alle Würmer vom hungrigen Wurm sind da drin. Wir müssen die Würmer unbedingt jetzt essen. Bist du verrückt? Wir sollen so einen Wurm aus der Box essen? Die sehen doch voll lecker aus und die kann man sogar ganz lang ziehen. Die sind aber voll schmutzig und voller Erde. Das macht doch nichts. Das sind hungrige Würmer und wir sind hungrige Menschen. Lass sie uns jetzt essen. Damit können wir vielleicht Rumi retten, wenn wir die Würmer essen. Abonniert jetzt auf jeden Fall unseren Kanal und wir essen diese hungrige Würmer. Lecker. Was findest du das lecker? Ich schmeck nur Erde. Schmeckt wirklich nach Erde, Freunde. Ah, das sind hungrige Würmer. Was machst du denn da? Willst du noch mehr Würmer essen? Schmeckt es so gut? Ist alles in Ordnung bei dir oder was passiert mit dir gerade? Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Das war sehr lecker, aber lass uns doch mal in der Box nachgucken, was da noch drin ist. Da muss doch noch irgendwas anderes drin sein, außer Würmer. Aber ich finde nicht. Oh, da ist was. Das ist die Kacke vom hungrigen Wurm. Was? Igitt, ist das ekelhaft. Bist du verrückt? Wir müssen weiter gucken, ob da noch was drin ist. Ich hab was, da schaut was raus. Das ist Rumi und sie ist in der Erde vergraben. Das ist ein Zeichen, dass wir keine Zeit mehr haben. Wir müssen jetzt sofort Rumi retten vor dem hungrigen Wurm. Lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Rumi ist in Gefahr. Wir müssen sie retten vor dem hungrigen Wurm. Deshalb starten wir jetzt sofort die Drohne und fliegen zu Rumi.